Hey guys, I am in a huge dilemma today. Ich bin in einem großen Dilemma. And the dilemma is Karen. Das Dilemma heißt Karen. I hired this girl to make my life easier and now she makes it harder. Ich engagierte sie, damit mein Leben einfacher wird. Sie macht es aber schwieriger. I mean, she's telling me to talk about the biggest testimony of God's prosperity in my life. Sie fragte mich nach meinem größten Zeugnis über Gottes Versorgung in meinem Leben. How can I talk about one testimony when I have hundreds? Wie soll ich nur eins mitteilen, wenn ich 100 habe? So, here's what I'm going to do. Ich mache Folgendes. I'm going to talk about several incredible testimonies of God's prosperity. Ich teile einige unglaubliche Zeugnisse über Gottes Versorgung And then I'm going to finish it with the biggest. und schließe mit dem Größten ab. What do you think about that? Was denkst du darüber? Let's do it. Lass uns beginnen. Okay, so here is an incredible testimony. Ein unglaubliches Zeugnis. I was in a really complicated situation. Ich war in einer komplizierten Situation, I've given up my job habe meinen Job gekündigt, because God told me to. weil Gott es gesagt hat. I earned really good money, Ich verdiente viel Geld. and the multinational company just offered me a humongous salary. Eine internationale Firma bot mir ein sehr hohes Gehalt. And God told me to stop everything Gott sagte mir, alles aufzugeben, and just preach the gospel without a salary. ohne Gehalt das Evangelium zu predigen. So I did. Ich gehorchte. And then what happened? Was geschah? Many stories of provision we had. Wir erlebten viele Geschichten der Versorgung. But then one night, Eines Nachts I was sitting in my room, saß ich in meinem Zimmer, actually in the kitchen. genau genommen in der Küche, It was in the middle of the night. mitten in der Nacht. And I was just talking to God about our financial difficult moment. Ich redete mit Gott über unsere finanziellen Schwierigkeiten. And suddenly, a light fills this room. Plötzlich war der Raum lichterfüllt. And there is a smiling angel. Ein lächelnder Engel stand da, And he puts a pile of money on the table and leaves. legte ein Bündel Scheine auf den Tisch und verschwand. That was incredible provision of prosperity. Das war eine unglaubliche Versorgung. I tell you another one. Hier kommt das nächste. Debbie was pregnant with our first son, Daniel. Debbie war mit unserem ersten Sohn Daniel schwanger. And I was working. Ich arbeitete, But the job that I had in the factory aber der Job in der Fabrik did not pay us enough to pay the bills. brachte nicht genug ein, um die Rechnungen zu zahlen. I went to a town where there was not one Christian. Ich ging in eine Stadt, wo es keine Christen gab. We preached the gospel Wir predigten das Evangelium. and I worked hard to provide. Ich arbeitete hart für den Lebensunterhalt. And one day I realized Debbie was sad. Ich merkte, dass Debbie traurig war. I said, sweetheart, why are you so sad? Ich fragte Liebling, warum bist du so traurig? And she didn't want to tell me. Sie wollte nichts sagen. I said, tell me what's wrong, baby. Erzähl mir, Schatz, was ist los? Here's what she said. Dann sagte sie, She said, do you know, we have nothing in the house to eat and there is no money. wir haben nichts zu essen und auch kein Geld. And we have agreed we will never go into debt. Wir hatten die Abmachung, niemals Schulden zu machen. You know, and I thought, she's worried because there's a baby in her belly and she doesn't have food, so the baby gets nutrients. Ich dachte, sie mache sich Sorgen wegen dem Baby, dass es nicht genügend Nährstoffe bekäme. I said to her, Ich sagte zu ihr, sweetheart, please don't worry. Liebling, mach dir keine Sorgen. I said, if God provided for Elijah through sending birds to him with bread and meat, Wenn Gott Elia durch Vögel mit Fleisch und Brot versorgte, I said, God can open the windows of heaven and throw food into our apartment here in the 4th floor. kann er auch die Fenster des Himmels öffnen und uns in den 4. Stock Lebensmittel werfen. Anyhow, Also, it was in the afternoon of that same day. am Nachmittag desselben Tages Suddenly our doorbell rang. schellte die Türklingel. And I picked up the intercom because we lived in the 4th floor. Ich ging an die Sprechanlage, weil wir im 4. Stock wohnten, And I hear this. und hörte Folgendes. Hey Reinhard, open the door. Duncan is here. Hallo Reinhard, hier ist Duncan, öffne die Tür. And I hung up. Ich legte auf. Why did I hang up? Warum legte ich auf? Because Duncan was a friend of mine who lived in England 1,600 kilometers away from me. Duncan war ein Freund, der 1600 Kilometer entfernt in England lebte. He can't ring the doorbell when he lives in England. Er kann nicht klingeln, wenn er in England lebt. Because he would tell me, hey, I'm coming to visit. Er hätte mir gesagt, hey, ich komme dich besuchen. And Debbie said, what was that? Was ist los? Fragte Debbie. I said, there's some kid playing with me and saying it's Duncan. Jemand macht Witze mit mir und sagt, ich bin Duncan. She said, open. Mach auf, sagte sie. So anyhow, I went downstairs from the 4th floor Ich bin vom 4. Stock runtergelaufen
And Duncan was there. Da stand Duncan. He was a friend of mine who was a youth leader in a church in England. Er war mein Freund, der ein Jugendleiter in der Gemeinde in England war. And he was there with his friend. Er kam also mit seinem Freund. And he said to me, look, Er sagte, schau, remember, erinnere dich, no money. wir hatten kein Geld, We had nothing to eat in the house. keine Lebensmittel im Haus. And then I found out why Debbie was worried. Und dann fand ich heraus, weshalb Debbie besorgt war. Because Duncan had called her and said, we are coming to your house, but don't tell Rainer that it's a surprise. Duncan rief sie an und sagte, wir kommen euch besuchen, erzähl aber Reinhard nichts davon, es wird eine Überraschung. And she thought, how am I going to go and feed to guests come from another country, stay for a while? Und Debbie dachte, womit soll ich denn unsere 2 ausländische Gäste verwöhnen? Sie bleiben doch ein paar Tage. He said, look. Schau, sagte Duncan. He opened the trunk of the car. Er öffnete den Kofferraum. The trunk of the car was so full with food, there was no space for anything. Das Auto war voller Lebensmittel, nichts passte mehr rein. He said, look at the back seat. Er sagte, schau auf den Rücksitz. They both had a very little case with their clothes, Beide hatten eine Mini-Tasche mit Kleidung. and the whole back seat was up to the roof, all with food. Die komplette Rücksitzbank war bis zum Dach vollgestopft mit Lebensmitteln. And I cried. Ich weinte. And Duncan said this. Duncan sagte, He said, we wanted to take up an offering from our youth and send it to you. unsere Jugendgruppe wollte ein Opfer einsammeln und dir senden, But the Lord said, don't do that. aber Gott sagte, mach das nicht. He said, you take up the offering over a period of weeks, Sammle das Opfer über mehrere Wochen ein, then you go shopping with it and fill the car with groceries, geh dann einkaufen, lade dein Auto voll Lebensmittel, and then you drive 1,600 kilometers to take it to their house. fahre 1600 Kilometer und bringe alles zu Reinhard. And they arrived at the day when we ran out of food. Sie kamen genau dann, als wir keine Lebensmittel hatten. You know, that day I felt like Peter when the boat was so full of fish that he had to call his friends to help him. An diesem Tag fühlte ich mich wie Petrus, als er seine Freunde zu Hilfe holte, weil das Boot voller Fische war. Because our kitchen cabinets were so full, we called another brother to take some stuff. Unser Küchenschrank war danach auch so gefüllt, wir gaben einiges davon einem Bruder. So, Então, I have many testimonies of God's prosperity. Ich habe viele Zeugnisse über Gottes Versorgung. But now I'm going to tell you the biggest one. Ich erzähle dir das Größte. In 82, 1982 I was engaged, war ich verlobt, getting ready to get married. kurz davor zu heiraten. And God said to me, Gott sagte, remember what prosperity is? That's what I'm saying now. So make a little pause here. erinnere dich, was Wohlstand bedeutet, wir machen hier eine Pause. Prosperity and being rich are two different things. Wohlstand und Reichtum sind nicht dasselbe. Prosperity is to have everything that you need to fulfill God's purpose on earth. Wohlstand bedeutet, du hast alles, was du brauchst, um Gottes Bestimmung in deinem Leben zu erfüllen. So in 82, 1982 God said to me, if you want to, you can marry that lady. sagte Gott zu mir, wenn du möchtest, kannst du diese Dame heiraten. No, but that other lady. Nicht Debbie, eine andere Frau, I was getting ready to marry her. mit der ich verlobt war. He said, she will be a wonderful wife to you, Er sagte, sie wird eine wunderbare Ehefrau sein, and she will be a great mother to your children, eine großartige Mutter deiner Kinder. but you will not be able to fulfill my purpose that I have for you. Du wirst jedoch nicht fähig sein, deine Bestimmung zu erfüllen. With Debbie, you will. Aber mit Debbie wirst du es sein. So God, my greatest testimony of prosperity is marrying Debbie. Mein größtes Zeugnis über Wohlstand, Versorgung ist also, Debbie zu heiraten. Because if I would have all the money in the world but wouldn't have her, I would not be able to fulfill God's purpose on earth. Wenn ich alles Geld der Welt, aber keine Debbie hätte, wäre ich nicht fähig, meine Bestimmung auf Erden zu erfüllen. So there you have my greatest testimony of God's prosperity in my life. Das ist mein größtes Zeugnis über den Wohlstand, die Versorgung Gottes in meinem Leben. And I hope Karen will be happy too. Ich hoffe, Karen ist damit zufrieden. Click the like if you like. Klick auf Like, wenn es dir gefallen hat. Share it with your friends and subscribe to our YouTube. Teile es mit deinen Freunden und abonniere den Kanal. Thank you, friends. Danke, Freunde. We see you next time. Bis zum nächsten Mal.